Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal LED Smart Home. Wie unschwer zu erkennen ist das Thema des heutigen Videos WLED beziehungsweise hier, um genau zu sein, Sound Reactive, also WLED Sound Reactive ist mehr oder weniger das gleiche, aber es gibt einen kleinen Unterschied und das ist diese, ja, wie soll ich sagen, diese Soundsteuerung. Das heißt, mit Hilfe eines Mikrofons wird die Sprache, die Musik, der Sound erkannt und wird dann in Effekte umgesetzt. Um genau zu sein, in Lichteffekte umzusetzen. Was braucht ihr, um das Ganze hier umzusetzen? Nun ja, ihr braucht zum einen das Stripe an sich, ihr braucht ein Netzteil, dann benötigt ihr einen ESP8266. Falls ihr Sound Reactive aktiviert haben wollt oder verwenden wollt, dann braucht ihr natürlich auch noch ein kleines Mikrofon und zu guter Letzt vielleicht noch ein Gehäuse, wo das Ganze rein muss. Und das war's auch schon. Als Software kommt, wie gesagt, die Software WLED zum Einsatz, beziehungsweise WLED Sound Reactive ist mehr oder weniger dasselbe, mit dem einzigen Unterschied, dass bei Sound Reactive halt noch der Ton die Lichteffekte steuern kann und bei der normalen WLED-Version funktioniert das halt nicht. Also, falls euch das Thema WLED und WLED Sound Reactive interessiert, dann bleibt dran. Nach einem kurzen Intro geht's los und denkt dran, falls euch das Video gefallen oder geholfen haben sollte, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen. Und nicht vergessen, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video zum Thema Smart Home online ist. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video, bis gleich. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Okay, bevor wir loslegen, nochmal kurz die Erklärung, was WLED ist, beziehungsweise was das Besondere an diesen LED-Stripes ist. Also das Besondere an diesen LED-Stripes ist, dass es sich hierbei um adressierbare LED-Stripes handelt. Das heißt, ihr könnt mithilfe dieser WLED-Software jedes einzelne LED hier auf dieser Lichterkette ansteuern und sagen, in was für einer Helligkeit es leuchten soll, in was für einer Farbe es leuchten soll, wie lange es leuchten soll, wann es ausgehen soll und so weiter und so fort. Das ist also WLED und mithilfe dieser WLED-Software und diesen adressierbaren LED-Stripes könnt ihr halt im Endeffekt relativ viele Effekte darstellen und ja, das Ganze dann bei euch hinterm Fernseher, hinterm Sofa, unterm Bett, an dem Fenster oder wo auch immer aufhängen. Aktuell ist ja der 5. Dezember und da passt es, glaube ich, ganz gut, denn die Weihnachtsbeleuchtung wird jetzt langsam angebracht und da passt doch so ein WLED-Projekt perfekt in diese Jahreszeit rein. Also je nachdem, wann ihr das Video hier schaut. Was braucht ihr, um das Ganze umzusetzen? Im Endeffekt nicht wirklich viel, aber ihr braucht auch ein bisschen handwerkliches Geschick. Also ihr braucht zum einen das LED-Stripe an sich, dann braucht ihr noch ein Netzteil, denn diese WLEDs, die verbrauchen relativ viel Strom, aber dazu komme ich gleich. Dann benötigt ihr hier einen solchen Mikrocontroller, also so ein ESP8266 D1 Mini reicht normalerweise vollkommen aus. Es gibt auch noch ein Fork oder eine Version, die für den ESP32 gedacht ist, aber darauf gehe ich in diesem Video nicht weiter ein. Und dann, wenn ihr die WLED Sound Reactive Version installieren wollt, also es gibt ja wie gesagt zwei verschiedene WLED-Versionen, einmal die Standard WLED Version und dann gibt es nochmal eine Version, die nennt sich Sound Reactive und diese Sound Reactive kann halt diese Effekte darstellen, die ihr eben gesehen habt, das heißt über ein Mikrofon, was ihr hier mit diesem ESP verbindet. Über dieses Mikrofon wird das Geräusch erkannt und dann halt in einen Lichteffekt ausgegeben. Also das ist das, was ihr benötigt. Also ESP, ein Mikrofon, ein Gehäuse, ein LED-Stripe, ein passendes LED-Stripe, ein Netzteil und ein bisschen handwerkliches Geschick. Löten zu können wäre vielleicht auch nicht schlecht. Alternativ könntet ihr das Ganze auch mit Lüsterklemmen machen, aber Löten wäre hier an dieser Stelle ja die schönere Auswahl oder würde das schönere Ergebnis liefern. Bei der Auswahl der WLEDs, ja, dort gibt es Unmengen an WLEDs. Ich habe mich hier für eine wasserdichte Version entschieden, also die kann man außen montieren. Anfangs war das auch geplant, dass ich das Ganze außen montiere. Mittlerweile hat sich das erledigt und die Lichterkette hängt bei uns innen vorm Fenster, aber vielleicht ändere ich das noch. Bei der Auswahl von den WLEDs oder von dieser LED-Stripes, da gibt es verschiedene Sorten. Ich habe mich für die Version WS4812 oder beziehungsweise nicht 4812, sondern 2812 entschieden.
Link zu meiner Lichterkette findet ihr in der Videobeschreibung. Dort verlinke ich euch generell alle Produkte, die ich hier verwendet habe und die ihr bei euch auch einsetzen könnt. Also, ich habe mich für diese Version entschieden. Es gibt diverse verschiedene Versionen von Lichterketten und WLED unterstützt auch einige dieser anderen Lichterkette, aber ich fand das Preis-Leistungs-Verhältnis bei diesen WS2812 am besten und deswegen hatte ich mich für diese entschieden. Bei dem Netzteil, das ist auch so eine Sache, dort müsst ihr auch ein bisschen drauf achten. Also es gibt im Endeffekt zwei verschiedene Arten von Netzteilen. Zum einen die hier. Das heißt, ihr müsst noch einen Schuko-Stecker auf der einen Seite anschließen und hier auf dieser Seite, wo der Controller dran sitzt, hier sind zwei blanke Adern und diese Adern müsst ihr dann halt mit eurem ESP oder mit eurem Board oder mit den Lüsterklemmen verbinden und anschließen. Bei der Auswahl müsst ihr auf zwei Sachen achten. Zum einen wollt ihr das Ganze innen oder außen betreiben. Wenn ihr das außen betreiben wollt, braucht ihr halt so eins. Also das hier ist IP65 zertifiziert, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Müsste irgendwo draufstehen. Und die anderen sind halt diese Standard-Laptop-Netzteile, sage ich mal. Das heißt, ihr habt euren schwarzen Kasten, auf der einen Seite einen Schuko-Stecker und auf der anderen Seite einen Stecker, den ihr irgendwie in eine Büchse reinstecken müsst. Das wäre wahrscheinlich die einfachste Lösung, wenn ihr das Ganze innen verwenden wollt. Ansonsten müsstet ihr euch halt so ein Teil kaufen, wenn ihr es für außen verwenden wollt. Ich habe mit der Firma Meanwell relativ gute Erfahrungen gemacht. Wir setzen die auch bei uns in der Firma ein und habe sie auch schon privat relativ häufig eingesetzt. Und deswegen hatte ich mich jetzt hier auch wieder für diese Firma entschieden. Die sind auch preis-leistungstechnisch relativ gut, also da macht man definitiv nichts falsch. Bei der Auswahl des Netzteils ist noch eins sehr wichtig und zwar die Amperezahl, die hier angegeben ist, denn ihr könnt hier nicht einfach irgendein kleines Netzteil verwenden mit 1-2 Ampere, also ich sag mal diese klassischen Handy-Ladenetzteile, denn die wären dafür zu schwach, denn so ein LED-Stripe in der 5 Meter Ausführung hat eine Stromaufnahme von circa 17 Ampere und 17 Ampere ist nicht gerade wenig. Nur mal zur Verdeutlichung machen wir mal einen kurzen Sprung in die Elektrotechnik oder in das Basiswissen. Und zwar ist es so, zu Hause bei euch, die Steckdose, die ist mit 16 Ampere abgesichert. Dort fließen oder dort herrscht eine Spannung von oder dort ist die Spannung vorhanden von 230 Volt. Und ihr könnt dort maximal 3680 Watt belasten oder könnt die Steckdose mit maximal 3680 Watt belasten und dann irgendwann mal fällt die Sicherung, also eure 16 Ampere Sicherung, denn zu Hause sind maximal 16 Ampere an einer normalen Steckdose vorhanden und dann fällt halt, wie gesagt, die Sicherung. Und dieses 5 Meter lange LED-Stripe hat nun mal 17 Ampere Stromaufnahme, also ihr müsst euch jetzt keine Gedanken machen, dass eure Sicherung zu Hause fällt, das ist ein anderes Thema, denn auf der Sekundärseite sind es halt 16 Ampere bzw. 17 Ampere, was dieses LED-Stripe haben will, aber das Netzteil, normale Größen von Netzteilen, haben maximal 12 Ampere auf der Sekundärseite und auf der Primärseite sind es, glaube ich, nur 2-3 Ampere oder irgendwie sowas. Genau, 2,2 Ampere. Das wird jetzt wieder ein bisschen kompliziert oder ist ein bisschen komplizierter geworden, als ich anfangs wollte. Aber was ihr wissen müsst ist, hier fließt extrem viel Strom auf der Sekundärseite und deswegen dürft ihr hier nicht sparsam sein mit eurem Netzteil und müsst das Netzteil an euer WLED anpassen, beziehungsweise an euer LED-Stripe anpassen. So, um das Ganze nochmal etwas zu verdeutlichen, blende ich euch hier oben mal eine kleine Tabelle ein. Also die Netzspannung in Deutschland, die beträgt 230 Volt und die maximale Leistung, die dort rauskommen kann, sind 3680 Watt. Und wenn ihr jetzt, also das ist jetzt eine elektrische Formel, wenn ihr jetzt diese 3680 Watt geteilt durch die 230 Volt macht, dann kommt die maximale Amperezahl raus und das sind in Deutschland normalerweise diese 16 Ampere, womit euer Haushalt abgesichert ist oder eure Steckdose abgesichert ist. Und bei diesen WLEDs ist es so, wir haben als Spannung 5 Volt, also die werden mit 5 Volt betrieben und die maximale Leistung
ist bei dieser 5 Meter langen LED. Also das sind diese 300 LEDs auf 5 Meter und diese 300 LEDs auf 5 Meter, die verbrauchen 90 Watt. Und wenn ihr jetzt diese 90 Watt geteilt durch die 12 macht, dann kommt 18 raus und das ist die Stromstärke, also 18 Ampere. Stromstärke fließen hier über dieses LED-Stripes, wenn das LED-Stripes in der weißen Farbe leuchtet und auf voller Helligkeit ist. Und deswegen müsst ihr dafür sorgen, dass ihr ein passendes Netzteil auswählt. Und auch ganz wichtig, ihr müsst auch die Kabel, die ihr hier verwendet für dieses Netzteil, müssen auch passen. Das heißt, ihr könnt hier nicht irgendwie so ein großes Netzteil haben. Hier werden 2,5 Quadrat Leitungen verwendet auf der Sekundärseite. Und wenn ihr jetzt hier dieses Kabel verlängern wollt, um was weiß ich was, auf 5 Meter Länge und erst dann kommt das LED-Stripe, dann könnt ihr hier nicht einfach irgendwie so einen kleinen Klingeldraht oder irgendwie sowas verwenden, sondern ihr müsst schauen, dass ihr mindestens 1,5 bis 2,5 Quadratmillimeter dickes Kabel verwendet oder Adern verwendet, damit es hier nicht zu Bränden oder irgendwie irgendetwas Ähnliches passiert. Was man hierbei auch noch wissen muss, ist also, die LED-Stripes, hatte ich ja vorhin gesagt, die haben eine Stromaufnahme von 18 Ampere und die gängigen Netzteile, die gibt es nur bis ca. 12 Ampere. Das war so mehr oder weniger das Größte, was es in dieser Bauform gab. Alles, was dann größer wird, sind dann relativ große Netzteile und die eignen sich dann nicht mehr, um solche Stripes zu betreiben oder ja, passen einfach nicht mehr. Kann man nicht mehr anständig in der Wohnung irgendwie verstecken. So, eine Sache noch, bevor ich das wieder vergesse. Wenn ihr 10 Meter LED-Stripes braucht oder meinetwegen 15 Meter LED-Stripes und diese alle an einem Netzteil betreiben wollt, das geht auch, dann dürfen halt die LEDs nicht in voller Helligkeit leuchten. Das Ganze übernimmt dann die Software WLED, die kann das ein bisschen runtersteuern, aber was ihr dabei beachten müsst, ich blende euch hier auch nochmal eine kleine Zeichnung ein, wenn ihr die in einer Reihe, also 15 Meter langes LED-Stripe habt, dann müsst ihr das mindestens alle 5 Meter mit Spannung versorgen. Das heißt, ihr müsstet dann von eurem Netzteil alle 5 Meter irgendwie auf das LED-Stripe gehen. Dafür haben diese LED-Stripes ja hier noch am anderen Ende noch diese zusätzliche Leitung. Das heißt, ihr speist einmal die Spannung hier ein, schließt das andere LED-Stripe hier an und führt hier nochmal an diesen Kabel auf diesem LED-Stripe und auf dem anderen LED-Stripe führt ihr dann nochmal ein extra Kabel zu dem hier. Und wenn ihr 15 Meter haben wollt, dann schließt ihr die auf der 10 und 15 Meter Seite wieder zusammen an. Und auch dort müsst ihr von eurem Netzteil ein Kabel dorthin ziehen zu diesem LED-Stripe und es dort mit Spannung versorgen oder auf der letzten Seite, auf dem letzten Punkt. Ich blende euch, wie gesagt, hier nochmal ein Bild ein, da das relativ schwer zu erklären ist. Aber ihr müsst unbedingt die LED-Stripes mit Spannung an verschiedenen Spannungsstellen mit Spannung versorgen, damit das Ganze hier nicht durchbrennt, weil das zieht so viel Strom, dass die Leiterbahnen halt nicht, dafür sind die nicht ausgelegt und dann würden die einfach abbrennen, durchbrennen und das wäre das geringste Problem, wenn sie einfach nur durchbrennen, weil dann hätte sich das Problem von alleine, aber im schlimmsten Fall fängt irgendetwas Feuer und das ist ein bisschen gefährlich. Deswegen nochmal lesen, informiert euch, bevor ihr irgendetwas über 5 Meter installiert. So, ich hoffe, ich habe das Thema jetzt ausführlich genug erklärt, denn mir war das wichtig, das nochmal zu erklären, denn da gibt es anscheinend relativ viele Missverständnisse, was dieses Thema angeht und im Zweifelsfall am besten halt einen Elektriker fragen, falls ihr euch damit nicht auskennt. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt an den Computer und tun mal den ESP mit WLED-Flächen konfigurieren und schauen uns das Ganze auch nochmal am Computer an. So, bevor wir loslegen, also falls ihr noch nie irgendetwas mit einem ESP zu tun hattet, beziehungsweise mit so einem Microcontroller, dann müsst ihr zuerst mal einen Treiber installieren, damit ihr das Ganze betreiben könnt. Den Treiber dazu findet ihr auf folgender Seite. Lasst euch nicht abschrecken von der chinesischen Schrift, aber dort gibt es halt diesen Treiber für diesen ESP8266. Eine Auswahl der Treiber findet ihr hier, also falls ihr für Windows den Treiber benötigt, dann gibt es hier den Link, für Mac hier und für Linux hier.
Und wenn ihr auf Windows unterwegs seid, dann kommt ihr auf dieser Seite und hier müsst ihr einfach nur diesen Button hier drücken und dann wird der Treiber runtergeladen. Dort ist eine ZIP-Datei, die entpackt ihr, installiert ihr einfach, alles selbsterklärend, und dann könnt ihr diesen kleinen ESP mit eurem Computer verbinden. Achtet darauf, dass ihr ein USB-Kabel verwendet, das die Datenübertragung ermöglicht, denn da gibt es verschiedene. Den Treiber habe ich bei mir schon installiert, deswegen zeige ich das jetzt nicht weiter. Ansonsten, wenn ihr den Treiber installiert habt, dann sollte das Ganze im Gerätemanager folgendermaßen aussehen. Also zumindest unter Windows sieht es so aus, dann wurde das hier erkannt, und bei mir ist es CH340 der Treiber und der COM-Port ist COM-Port 3. Okay, das heißt, der ist mit dem Computer verbunden. Als nächstes benötigt ihr noch ein Tool, womit ihr die Firmware auf diesen ESP drauf flashen könnt. Ich verwende hier zum Testen oder um euch das Ganze zu demonstrieren ESP Home Flasher. Den Link zu allem findet ihr in der Videobeschreibung und den ladet ihr einfach runter. Also hier ESP Flasher für Windows 64-Bit. Das ist eine selbst ausführende Datei. Einfach das Ganze runterladen und dann öffnet ihr das. Beziehungsweise bevor ihr das öffnet, müsst ihr noch die Firmware runterladen, was ihr da drauf flashen wollt. Und hier gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, um genau zu sein, 3 Stück, wobei es gibt eigentlich nur 2. Also die ursprüngliche Firmware ist ja diese WLAN-Firmware, und davon gab es halt dann irgendwann mal einen Fork, das hieß dann Sound Reactive WLAN oder WLAN Sound Reactive. Und das Ganze ist von dem User oder von dem Programmierer, Entwickler AirCookie. Und dieser AirCookie hat halt das WLAN programmiert, wenn ich das richtig verstehe. Und davon gibt es halt auch nochmal diese Sound Reactive Version. Und bei der Sound Reactive Version ist jetzt folgendes kleines Problemchen, worauf ihr achten müsst. Und zwar Sound Reactive gibt es hier in der Version 13b4 und die Version von normalem WLAN, also die normale WLAN-Version ist 13.0 hier. Ich will euch ja zeigen, wie das mit diesem Sound Reactive funktioniert, aber falls ihr kein Sound Reactive haben wollt, dann geht ihr einfach hier hin und ladet die WLAN für ESP8266 runter und flasht die dann drauf. Falls ihr Sound Reactive habt, dann müsst ihr jetzt ein bisschen aufpassen. Von AirCookie gibt es zwar eine Version 13.0 aktuell, also Stand heute 5. Dezember, aber hier gibt es keine Version für den ESP8266. Genauso in der Version 13.0 B3. Hier gibt es auch keine für den ESP8266, und die letzte Version für den 8266 ist die 0.12. Die gibt es für den ESP8266. Das Problem an dieser Version ist, dort fehlt meiner Meinung nach ein relativ wichtiger Punkt, und das ist die Playlist-Funktion. Worum es sich dabei handelt, zeige ich euch gleich, wenn wir das Ganze geflasht haben. Diese Playlist-Funktion gibt es aber von jemand anderen, also das Ganze hier ist von AirCookie. Und dann gibt es noch einen Entwickler, der heißt SRG74, und der hat eine Sound Reactive, hat einen Fork von Sound Reactive bereitgestellt, die 13.0 B4, und hier gibt es eine Version, also Sound Reactive D1 Mini, die könnt ihr runterladen und dort ist diese Playlist-Funktion enthalten. Deswegen würde ich euch empfehlen, je nachdem, wann ihr das Video schaut, entweder ladet euch diese Version von SRG74 runter, oder falls AirCookie das irgendwann mal ein Update rausgebracht hat und das Ganze hier für den ESP82 verfügbar sein sollte, dann ladet ihr die runter. Also da müsst ihr jetzt ein bisschen drauf achten, je nachdem, wann ihr das Video schaut, gibt es halt natürlich eine andere Version. Okay, also ich lade jetzt, wie gesagt, diese Version, einfach draufklicken, dann hier Download, dann wird das Ganze runtergeladen, geht relativ fix, da es ja nur 600-700 Kilobyte sind. Und dann öffnet ihr ESP Flasher oder ESP Home Flasher. Das Ganze sieht dann so aus. Hier wählt ihr jetzt euren COM-Port aus. Also wenn der Treiber installiert ist, sollte hier auch was sichtbar sein. Dann geht ihr hier hin und wählt eure Firmware aus. Bei mir befindet sie sich auf dem Desktop, also wähle ich die hier aus. Und sage dann einfach Flash ESP. Das dauert jetzt ein paar Sekunden. So, hier steht es, der Flash-Vorgang ist erfolgreich abgeschlossen. Ihr könnt das Ganze jetzt schließen.
Als nächstes benötigt ihr ein Handy, ein Tablet, einen Laptop oder was auch immer. Ihr müsst auf jeden Fall euch mit diesem WLAN Access Point verbinden. Das heißt, auf dem Handy sieht es dann so aus, ihr verbindet euch einfach, dann wird das Passwort abgefragt. Das Passwort lautet WLAN 1234. Verbindet euch dann einfach mit diesem Access Point. Dann kommt oder sollte bei euch diese Meldung hier erscheinen und dann klickt ihr hier einfach auf Wi-Fi Settings, tragt hier oben euer Netzwerk ein, also euer WLAN-Netzwerk. Müsst darauf achten, ihr könnt euch nur mit einem 2,4 GHz Netzwerk verbinden, da der ESP kein 5 GHz Netzwerk unterstützt. Gebt dann das Passwort ein und ansonsten müsst ihr eigentlich nichts weiter eingeben. Sagt dann einfach Save and Connect. Dann verbindet sich der ESP mit eurem WLAN-Netzwerk und ihr könnt dann am Computer weitermachen. Um euch mit dem ESP zu verbinden, müsst ihr natürlich jetzt zuerst mal die IP-Adresse des Gerätes rausfinden. Das findet ihr ganz normal in eurem Router. Muss ich jetzt, denke ich mal, nicht zeigen, wie das Ganze funktioniert. Die IP-Adresse meines ESP habe ich schon in Erfahrung gebracht. Bestätige das Ganze, öffne das im Webbrowser und dann sieht das so aus. Wenn ihr euch für die Sound Reactive-Version entschieden habt, dann sollte hier Sound Reactive stehen. Und wenn ihr hier auf Info klickt, dann seht ihr hier, was für eine Version ihr verwendet. Und ganz wichtig, hier seht ihr auch, wie viel Strom aktuell verbraucht wird. Dadurch, dass hier ja noch nichts angeschlossen ist, haben wir gerade mal 500 mA. Das ist so der normale Verbrauch, mehr oder weniger. Und ja, gucken wir uns das Ganze mal an. Achso, hier steht auch nochmal die Version, um welche Firmware es sich genau handelt. Und den Rest können wir zuerst mal ignorieren. Also so sieht WLAN im Grunde aus. Auf dem Handy sieht es genauso aus. Es gibt auch eine App. Die App sieht aber auch genauso aus. Und am Computer gibt es hier noch diesen PC-Mode. Den verwenden wir jetzt auch, denn damit lässt es sich am besten arbeiten, am Computer zumindest. Okay, bevor wir irgendetwas machen bzw. loslegen, ich habe ja noch kein Stripe installiert. Das kann zuerst mal auch so betrieben werden, also ohne dass ihr irgendeinen Stripe verwenden müsst. Geht ihr in die Konfigurationen und sagt als erstes hier LED Preference und sagt hier, um wie viele LEDs es sich bei eurem Stripe handelt. Da es bei mir die 300er Version ist, trage ich hier 300 ein. Hier wird mir jetzt auch noch angezeigt, dass bei 15 Volt circa ein 17 Ampere großes Netzteil benötigt wird. Und hier gibt es auch nochmal den Hinweis, dass die meisten Effekte mit ungefähr 6 Ampere auskommen. Wenn ihr jetzt kein 17 Ampere Netzteil habt, so wie ich habe ja nur ein 12 Ampere Netzteil, dann geht ihr hier hin und sagt, dass ihr ein 12.000 Milliampere Netzteil habt. Das heißt 12 Ampere, 12.000 Milliampere. Habt ihr ein 8 Ampere Netzteil, tragt ihr hier halt 8.000 ein. Was passiert? Im Endeffekt wird jetzt Folgendes gemacht. Der ESP weiß ungefähr, wie viel Strom die LEDs verbrauchen. Da normalerweise eine LED, also eine einzelne LED 55 Milliampere verbraucht und der rechnet es dann einfach hoch und weiß, wie viel Strom ungefähr benötigt wird. Das heißt, er regelt dann die Effekte einfach runter, er macht die Effekte ein bisschen dunkler, das heißt, ihr könnt zwar dann auf volle Helligkeit stellen, aber der ESP regelt das Ganze runter, um halt einen Defekt vorzubeugen. Okay, also in meinem Fall 300 LEDs und ein 12.000 Milliampere Netzteil. Hier gibt es dann auch nochmal den Hinweis, dass ihr eine Sicherung benutzen sollt, dass ihr Kabel benutzen sollt, die dick genug sind. Den Wert hier könnt ihr normalerweise so lassen, also 55 Milliampere passt für die meisten LEDs. Falls ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr auch nochmal in die Beschreibung eurer LEDs gucken und dort steht auch, wie viel oder wie groß die Stromaufnahme eines einzelnen LEDs ist. Falls ihr das ändern wollt oder andere habt, also hier WS 2815, die verbrauchen standardmäßig nur 12 Milliampere, 12 Volt, LEDs, die verbrauchen circa 30 Milliampere. Aber falls ihr das hier ändern wollt und hier, was weiß ich was, 60 eintragt, also dass eine LED 60 Milliampere verbraucht, dann ändert sich der Wert hier auf 19 Ampere. Und wenn eure LEDs beispielsweise nur 30 Milliampere verbrauchen würden, dann würde sich das Netzteil oder das erforderliche Netzteil auf 10 Ampere reduzieren.
Da, wie gesagt, die normalen oder normalerweise die meisten LEDs mit 55 mA auskommen oder benötigen, also zumindest die ich euch verlinke, könnt ihr das so lassen und das passt. Ansonsten, was müsst ihr hier noch einstellen? Ihr müsst hier darauf achten, was für LEDs ihr habt. Wenn ihr die LEDs habt wie ich, also die 2812, dann wählt ihr hier WS281X aus. Falls ihr andere verwendet, müsst ihr die hier auswählen. Hier bei Color Order normalerweise GRB, also grün, rot, blau ist die Anordnung der LEDs. Falls es eine andere Anordnung ist, wählt ihr das hier aus. Ihr merkt das relativ schnell, wenn das nicht passt. Also ich kann das hier mal testen, wenn ich hier auf RGB gehen würde und das Ganze hier speichern würde und dann zum Beispiel Rot, Blau, Grün auswähle als Farben, dann wäre irgendeine Farbe untereinander vertauscht. Also das merkt ihr relativ schnell. Dann müsst ihr das halt einfach umstellen. Bei meinen Stripes ist es wie gesagt das hier GRB. Als nächstes könnt ihr hier noch festlegen, auf welchem Pin das Ganze angeschlossen ist. Standardmäßig ist Pin 2, so habe ich es auch verwendet. Und dann könnt ihr sagen, bei welcher LED das Ganze starten soll. Also LED 0 wäre die erste LED und geht dann bis zur 300er. Hier könntet ihr im Endeffekt einstellen, falls ihr nicht wollt, dass er bei der ersten LED startet. Aber das sind alles Spielereien und nicht unbedingt für den ersten Betrieb notwendig. Okay, also wichtig ist einfach nur, das hier zu aktivieren, zu sagen, wie viele LEDs ihr habt, und das hier solltet ihr auch auf jeden Fall aktivieren, damit dieser Limiter greift, also Haken rein und bei 12.000 mA das Ganze hier setzen. Dann geht ihr auf Save. Als nächstes müssen wir noch bei Times and Macros die aktuelle Uhrzeit einstellen. Das heißt, hier wird jetzt angezeigt 0:12 Uhr, also 0 Uhr haben wir nicht. Ihr setzt den Haken hier bei NTP Surfer, also er soll sich die Zeit von dort holen, und hier stellt ihr CET, also Zentraleuropäische Zeit, und sagt Save. Das ist nötig, damit die Effekte zeitgesteuert starten können. Wenn ihr das eingetragen habt, geht ihr nochmal hier drauf und überprüft, dass die Uhrzeit stimmt. 13:47 Uhr passt. Also der Rest kann so bleiben. Das hier ist jetzt das, was ich vorhin gemeint hatte mit der Playlist. Hier könnt ihr einstellen, wann, zu welcher Uhrzeit ein Effekt starten soll. Also tragt hier die Uhrzeit, die Minuten und die Effektnummer ein. Jeder Effekt oder jede Playlist hat eine bestimmte Nummer. Und hier könnt ihr dann sagen, an welchem Tag das stattfinden soll. Also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, nur halt auf Englisch. Und hier könnt ihr halt auch noch die zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang einstellen. Also dass die Effekte zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang aktiviert werden sollen, damit die nicht tagsüber leuchten, wenn wegen der Zeitverschiebung der Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang sich ändert. Okay, um das hier kümmern wir uns gleich nochmal. Gehen wir wieder zurück auf Back und nochmal auf Back, denn ansonsten müssen wir hier normalerweise nichts einstellen, wenn ihr ein einfaches LED-Stripe betreibt. Zur Erklärung, was ihr hier seht, also auf der linken Seite wählt ihr die Farben aus. Ihr könnt also sagen, in was für einer Farbe das LED-Stripe leuchten soll. Und auf der rechten Seite könnt ihr dann sagen, was für ein Effekt abgespielt werden soll. Das heißt, ihr wählt die Farbe aus und dann wählt ihr den Effekt aus oder den Effekt und dann die Farbe spielt keine Rolle. Und dann leuchtet dieser Effekt in der von euch ausgewählten Farbe. Alle mit einem solchen Sternchen, das sind diese speziellen Sound Reactive Effekte, das heißt, die reagieren dann auf Soundeffekte und stellen das dann halt in Lichteffekte oder wandeln das Ganze dann in Lichteffekte rum. Also jedes mit einem Sternchen ist halt ein solcher Effekt, und die anderen Effekte sind halt normale Effekte, die ihr auswählen könnt. Damit ich euch das Ganze ein bisschen demonstriere, schließe ich jetzt den ESP mit meinem LED-Stripe an. Und dann gehen wir weiter und machen ein bisschen weiter hier. So, das LED-Stripe habe ich jetzt mit Spannung versorgt, den ESP eingebaut, mit Spannung versorgt, und dann testen wir, dass das Ganze richtig funktioniert. Als erstes solltet ihr überprüfen, ob GRB richtig eingestellt ist. Also ihr geht zuerst mal auf Blau, dann sollte das Blau werden, dann geht ihr auf Rot, sollte das grün werden, und dann geht ihr auf Rot und dann sollte das Ganze rot leuchten. So, das passt soweit.
Was ich euch auch noch mal kurz zeigen kann, ist also, ich gehe hier mal auf Info. Das ist jetzt einfach die rote Farbe, also nur rot, verbraucht 3 oder entsteht eine Stromstärke von 3,1 Ampere bei dieser Helligkeit. Und wenn ich das hier jetzt voll aufdrehe, also volle Helligkeit, dann sollte sich der Wert hier relativ zeitnah auch ändern, da dann ein bisschen mehr Strom verbraucht wird. Sollte, fresh, so genau, jetzt sind es 5,9 Ampere. Also das hat es mit dem hier auf sich, beziehungsweise ich zeige es euch auch noch mal kurz mit weiß, damit ihr das auch mal seht. Also jetzt leuchtet das Stripe weiß und wenn ich jetzt hier draufklicke, das sind jetzt 2,3 Ampere und der Limiter ist ja jetzt aktiviert und wenn ich jetzt auf volle Helligkeit gehe, dann werden exakt 12 Ampere ungefähr verbraucht. Ich setze das wieder runter, nicht, dass mir irgendetwas kaputt geht. Und hier auf dieser Helligkeit, also in der Mitte, sind es dann 6,6 Ampere. Okay, das ist die Geschichte. Ändern mal wieder auf eine andere Farbe und ein bisschen dunkler. Und jetzt gucken wir uns mal kurz diesen Graph Center an, beziehungsweise wir machen es anders. Damit ihr diese Sound Reactive richtig konfigurieren müsst, ihr habt ja bei dem Mikrofon, was ich verwendet habe, habt ihr ein Potentiometer. Da stellt ihr zuerst mal ein, dass es vom Grundrauschen her passt. Ihr seht, jetzt rede ich und hier hinten ja, ändert sich ein bisschen was. Um die Soundfunktion zu konfigurieren, geht ihr wieder auf Config und geht auf Sound Settings. Das hier sind die Standardwerte, also laut Anleitung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, es sind ja schon ein paar Wochen her, sollte man das Ganze zuerst mal so machen. Man stellt hier auf 0 und hier zum Beispiel auf 100 und testet einfach, ob das Ganze an sich funktioniert. Das heißt, ja, jetzt leuchtet es ein bisschen stärker, es ist empfindlicher. Und ihr müsst es halt für eure Umgebung anpassen. Das heißt, falls ihr das Ding nur für Musik verwenden wollt, das heißt, wenn ihr Fernsehen schaut oder was auch immer, dann müsst ihr halt gucken, dass ihr das nicht zu empfindlich und nicht zu unempfindlich einstellt. Das heißt, ihr müsst hier ein bisschen experimentieren mit den Werten, aber zu Beginn solltet ihr das auf 0 und auf 100 stellen. Das hier ist so ein Autokonfigurationsmodus oder ähnliches. Das könnt ihr hier auf diesem Fragezeichen nachlesen. Das wird nicht empfohlen. Und hier müsst ihr halt ein bisschen einstellen und gucken, dass alle LEDs so leuchten, wie ihr es haben wollt. Also der Wert für jetzt hier passt soweit, deswegen lasse ich das Ganze so und spiele hier nicht weiter rum. Das sind jetzt die Effekte. Wie gesagt, Graph Center ausgewählt und hier auf der linken Seite ist jetzt die rote Farbe ausgewählt. Wenn ich hier jetzt Aurora auswähle, dann leuchtet das Ganze grün oder das hier, dann gibt es halt eine andere Farbe. Wie gesagt, hier könnt ihr rumspielen. Und dann ändert sich die Farbe oder ihr geht hier auf Random Cycle und dann werden verschiedene Farben nacheinander abgespielt. So, das hier sind wie gesagt diese Soundeffekte. Hier müsst ihr euch einfach ein bisschen durchkämpfen und gucken. Hier könnt ihr den Effektspeed einstellen und die Intensität und hier oben stellt ihr halt die Helligkeit von dem Ganzen ein. Okay, was ich euch aber noch zeigen möchte, was ja in der anderen Version normalerweise fehlt, ist ja dieses Create a Playlist. Und diese Playlist macht im Endeffekt nichts anderes, wie ihr erstellt euch verschiedene Presets. Das heißt einmal blau leuchten, einmal grün leuchten, einmal der Effekt, einmal der Effekt. Erstellt dafür jedes Mal ein Preset und mit dieser Playlist könnt ihr dann die Effekte nacheinander sortieren, abspielen, sagen, wie lange sie angezeigt werden sollen und so weiter. Und das gibt es halt, wie gesagt, in der anderen Version nicht. Okay, ich gehe hier zuerst mal auf Color 1, beziehungsweise ich sage hier Default, wähle hier einfach mal blau aus und sage Solid, das heißt einfach blaues Leuchten, sage Create Preset. Kann einen Namen eingeben, muss keinen Namen eingeben, der bekommt die ID 1, sage Save, dann habe ich hier Preset 1, dann erstelle ich hier eine rote Farbe, sage wieder Create Preset, Save, wird ein nächster erstellt, dann einmal grün, das gleiche Spiel nochmal und nochmal weiß. So, ich habe jetzt 4 Presets erstellt, die haben hier die Nummer 1, 2, 3 und 4 bekommen. Was wichtig ist, wenn ihr eine solche Playlist erstellt, ihr müsst auch nochmal 1 für aus erstellen. Das heißt, ich schalte hier einmal das Ganze aus, sage Create Preset, gebe dem hier jetzt den Namen Off. Der bekommt die ID 5 und dann erstelle ich auch nochmal eine Playlist. Die Playlist nenne ich jetzt YouTube Test.
Und hier in dieser Playlist kann ich jetzt auswählen, ja, welche Effekte alle abgespielt werden sollen. Off soll natürlich nicht abgespielt werden, sonst würde das jedes Mal ausgehen. Ich sage hier zum Beispiel zuerst mal Effekt Nummer 3 soll 10 Sekunden lang bzw. 5 Sekunden lang. Dann klicke ich auf das Plus, wähle den nächsten Effekt aus, den er abspielen soll. Und das mache ich jetzt mal mit allen Effekten. So, ich habe hier jetzt alle Effekte ausgewählt, habe den Namen Test gegeben oder YouTube Test und sage Save Playlist. Wenn ich diese Playlist jetzt hier abspiele, das ist ja die hier, seht ihr es gerade, dann werden die Effekte nacheinander abgespielt in der Reihenfolge, die ich ausgewählt habe. Und was jetzt wichtig zu wissen ist oder wofür man das halt braucht, ist halt dieses Time and Makros, also die Makros. Und zwar möchte ich, dass dieser Effekt zu einer bestimmten Uhrzeit angeht. Aktuell haben wir gleich 14 Uhr. Und sage, er soll den Effekt Nummer 5, Nummer 6, ich glaube 6 war die Playlist. Jetzt bin ich mir nicht sicher, jetzt muss ich nochmal nachschauen. Genau, 6 war die Playlist und um 14:01 Uhr sage ich, oder 14:02 Uhr, weil es passt jetzt vermutlich nicht mehr von der Zeit, sage ich, soll das Ganze wieder ausgehen. So. Und aus war das Preset Nummer 5. Also ich blende es euch hier nochmal ein. Also 5 war off und 6 war die Playlist und sage, dass das Ganze hier abgespielt werden soll. Ich schalte das Ganze mal aus. Und dann warten wir, dass es 14:01 Uhr wird und 14:02 Uhr und dann sollte das Ganze übernommen werden. Wie gesagt, hier die Tage auswählen, Save klicken, dann startet es einmal neu und jetzt warten wir, dass sich die Uhrzeit ändert. So, wir hatten ja gesagt, dass es um 14:01 Uhr soll die Lichterkette angehen und diese Playlist hier abspielen. Also 14:01 Uhr sollte das jetzt gleich angehen. So, ist angegangen. Ihr seht es auf der, ich muss mit der Maus gehen, nicht mit der Hand. Ihr seht es, jetzt werden hier die verschiedenen Effekte abgespielt und um 14:02 Uhr sollte das Ganze dann wieder ausgehen. So, gleich sollte das ausgehen. Wichtig hierbei noch zu wissen, ihr könnt ihr könnt natürlich nicht nur hier einzelne Farben einstellen, sondern ihr könnt richtige Effekte auswählen, könnt die konfigurieren und was auch immer. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass nur eine Farbe hier leuchtet. Okay, ihr seht es, 14:02 Uhr, die Stripes sind ausgegangen und das war halt diese Playlist-Funktion, die es wie gesagt in diesem anderen Fork nicht gab. So, alle anderen Funktionen, die es hier gibt, also diese Timer, Sync, Peak und so weiter und was es hier sonst noch so alles gibt, das wird vermutlich in einem zweiten Teil behandelt. Das ist jetzt nichts für ein Einstiegsvideo oder für ein solches Video. Falls euch das Thema weiter interessiert, entweder euch damit beschäftigen oder warten auf den zweiten Teil. Ich denke mal, es wird auf jeden Fall nochmal einen zweiten Teil geben. Aber soweit habe ich, denke ich mal, alles abgearbeitet, was wichtig war. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie ich das Ganze hier gebaut habe, falls euch das Thema interessiert und ihr einfach eine Inspiration haben wollt, wie man ein solches Gehäuse bauen kann, wie man eine solche Platine zusammenlöten kann, dann guckt euch einfach das Teil hier auch nochmal ein. Ich erzähle ein bisschen was dazu, unterlegt es noch ein bisschen mit Musik, damit ich nicht so viel quatschen muss. Und ansonsten ist das halt, wie gesagt, einfach nur ja, zur Inspiration. Wie ihr es dann umsetzt, bleibt natürlich euch überlassen. Alles, was ich hier verwendet habe in diesem Video, verlinke ich euch in der Videobeschreibung, falls ihr Interesse habt. Guckt dort mal nach. Würde mich freuen, wenn ihr das Ganze dann über meine Links kaufen würdet und so mich und diesen Kanal etwas unterstützen würdet. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, falls euch das Video gefallen oder geholfen haben sollte, dann würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen. Und nicht vergessen, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video zum Thema Smart Home, I/O Broker oder was auch immer online ist. In diesem Sinne, viel Spaß jetzt mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. So, bevor ich loslege, nochmal ein paar Worte. Also ich verwende hier zwar einen Widerstand und einen Kondensator. Wirklich braucht man den meiner Meinung nach nicht. Also ich hatte das Ganze circa 3 oder 4 Wochen ohne Kondensator und ohne Widerstand betrieben. Der Kondensator ist dafür da, um Spannungsspitzen auszugleichen. Da mein Netzteil groß genug war, habe ich das eigentlich nicht gebraucht. Zeige es trotzdem in diesem Video, also habe es trotzdem hier nochmal eingebaut. Und der Widerstand kommt in die Datenleitung und der soll verhindern, dass, wenn ich mich richtig erinnere, dass wenn Spannungsspitzen auf der Datenleitung auftreten, dass da nichts kaputt geht. Auch damit hatte ich keine Probleme.
baue es trotzdem ein, also könnt ihr entweder einbauen oder weglassen. Empfohlen wird beides, also man soll einen Kondensator einbauen und man soll einen Widerstand einbauen. Als Platine verwende ich diese Art von Platinen, das erspart ein bisschen Arbeit beim Löten, muss aber jeder für sich selber entscheiden. Ihr könnt auch diese normalen Lochraster grünen Platinen verwenden und das Gehäuse, das habe ich jetzt schon für einige Projekte in Betrieb gehabt, ja, verlinke ich euch auch unten. Finde ich recht praktisch, eignet sich für relativ vieles. Da die Platinen nicht zu 100% in dieses Gehäuse reinpassen, muss ich das noch ein bisschen anpassen. Das heißt, die Ecken einmal ausschneiden. Das hatte ich mit so einem kleinen Dremel gemacht. Und die Platine an sich ist auch ungefähr einen halben Zentimeter zu lang. Also je nachdem, was für eine Platine ihr verwendet, müsst ihr hier noch ein bisschen nachbessern. Als nächstes setze ich den ESP einmal drauf, um einfach mal einzuzeichnen, wo der Cut stattfinden soll, denn die Leiterbahnen müssen an dieser Stelle irgendwo in der Mitte getrennt werden, da sie ja keine Verbindung zwischen den zwei Seiten des ESPs haben dürfen. Ich mache hier den Grat noch weg, damit es hier keine Kontaktprobleme gibt, und dann setze ich den ESP mit Hilfe von solchen Distanzscheiben drauf, löte das Ganze fest. Der Vorteil von diesen nicht Scheiben, sondern diese Distanzhülsen oder wie auch immer die Teile heißen, man kann den ESP einfach abmachen und kann ihn zum Flashen rausnehmen, falls man irgendwie was updaten muss oder was auch immer. Deswegen löte ich den nicht direkt auf die Platine drauf. Problem dabei ist, der wird halt dann ein bisschen höher, guckt ein bisschen weiter raus. Hier stelle ich jetzt die Verbindung zwischen dem 5 Volt und der Lüsterklemme bzw. zwischen diesem Klemmstein her. Das hier ist der Minus, zeichne mir das ein, wo der Knickpunkt sein muss, und biege mir dann das Ganze zurecht und löte das halt da drauf. Nicht wundern, diesen grünen Klemmstein, den werde ich im Verlaufe des Videos noch ein paar Mal ablöten, da die Position, die ich mir da zu Beginn ausgewählt habe, nicht unbedingt dafür geeignet war, denn dahinter muss nämlich auch noch der Kondensator Platz finden. Das hatte ich am Anfang nicht bedacht und deswegen löte ich den, ich glaube, noch 2 oder 3 Mal ab. Bis ich die richtige Position finde, würde ich das Ganze nochmal neu machen, würde ich generell die Bauteile ein bisschen mehr zur Mitte versetzen, da es ein paar Probleme mit der Datenleitung des Mikrofons gab. Aber ansonsten hat es gepasst, ich musste da halt einfach nur den Kontakt bzw. den Draht ein bisschen biegen, damit es funktioniert. Aber wie gesagt, würde ich das nochmal machen, würde ich das Ganze um 1 oder 2 Lochraster mehr zur Mitte versetzen. Ja, hier kommt der Widerstand, der wird auf D4 angeschlossen, also GPIO 2. Das ist die Standardeinstellung für WLED. Könntet ihr natürlich auch ändern, aber soweit hat es ja gepasst. Hier entlöte ich den Klemmbock zum ersten Mal. Das passiert noch ein paar Mal, und versetze ihn ein bisschen weiter nach vorne, damit der Kondensator hinten Platz hat. Also so ein dritter Arm, wie die Teile glaube ich heißen, ist echt nützlich. Die sind gar nicht mal so teuer, sind zwar nicht unbedingt die stabilsten, außer man zieht die extrem fest, aber sie helfen einem ungemein, wenn man ein bisschen was löten muss. Falls ihr keine Erfahrungen mit Löten haben sollt, das ist nicht so schwer, also zumindest wenn es einigermaßen okay aussehen soll, dann ist es relativ unkompliziert, ein paar Mal zu löten und dann funktioniert das. Damit das schön aussehen soll oder muss, braucht man ein bisschen Erfahrung, die habe ich auch nicht, habe in meiner Lehrzeit ein bisschen gelötet, und im normalen Arbeitsleben lötet man normalerweise in der Industrie nichts mehr, sondern Wegwerfgesellschaft wie überall im Endeffekt. Okay, das Ganze ist, glaube ich, schon fast fertig. Hier schreibe ich noch drauf, was Plus, was Minus ist, damit ich das irgendwie nicht vergesse. In meinem Alter passiert das nämlich ab und zu mal. Und der zweite Klemmbock ist der für das Mikrofon. Hier stelle ich jetzt die Verbindung her für das Mikrofon, also die Datenleitung. Die ist auf A0. Und da stelle ich gerade die Verbindung her, wenn ich mich recht erinnere.
Ihr seht hier, ich muss das ein bisschen biegen, damit das passt. Und was ich auch noch erwähnen muss, ich habe die besten Erfahrungen mit diesem Mikrofon gemacht mit 3,3 Volt. Das heißt, das Mikrofon versorge ich mit 3,3 Volt Spannung und nicht mit 5 Volt. Das würde auch mit 5 Volt funktionieren, aber ich hatte da relativ viel Grundrauschen drin. Hier sieht man, der eine Draht war auf 3,3 Volt gelötet. Hier löte ich das Mikrofon von meiner alten Platine ab und befestige es nicht mehr direkt auf die Platine, sondern habe mir hier so ein paar Jumperkabel genommen und löte die fest bzw. löte die an das Mikrofon und klemme die dann an die Klemmsteine an. Vorteil davon, man kann das auch mal öffnen, das Gehäuse, ohne irgendwie was zu machen oder ja. Vorteile gibt es genug, Nachteile, wenn man es fest drauf montiert ist. Man muss es jedes Mal ablöten, falls irgendetwas sein sollte. Ihr seht, so habe ich es angebracht. Jetzt kommt noch das Kabel für die LEDs, das heißt einmal Plus, einmal Minus. Plus ist das rote Kabel, Minus ist das weiß-grüne Kabel und das grüne Kabel auf der rechten Seite, das ist die Datenleitung von den WLEDs. So sieht das Ganze fast fertig aus. Hier habe ich mich für eine Lüsterklemme entschieden, um das Ganze mit Spannung zu versorgen. Also da kommt jetzt das Netzteil, die Spannungsversorgung vom Netzteil rein. Schraube das Ganze an die Platine fest mit einer Schraube. Darauf achten, dass man die Schraube nicht irgendwo einbaut, wo ein Kurzschluss entstehen kann. Deswegen habe ich da die Platine bzw. die Kupferleitung abgemacht, schraube das Ganze fest. Schraube hat ein bisschen rausgeguckt, musste ich mit dem Dremel ein bisschen kürzen. Und hier führe ich jetzt die Kabel ins Gehäuse ein, mache die Aussparung ein bisschen größer, die dort vorhanden ist. Gucke, dass es passt, werde es noch ein-, zweimal anpassen, da es mir dann doch nicht gefallen hat, wie ich es anfangs gezeigt habe oder wie man es hier sieht. Aber das sieht man gleich nochmal im Video. Ja, hier ist die Spannungseinführung vom Netzteil. Das sind ja diese 2,5 Quadratmillimeter dicken Kabel. Da habe ich mich dafür entschieden, 2 Löcher reinzubohren, habe die noch ein bisschen aufgebohrt oder aufgedreht, damit die Kabel reinpassen. Die hatten vorher nicht reingepasst, hatten keinen richtigen Bohrer zur Hand. Und dann war es das im Endeffekt schon. Also hier wird die Spannungsversorgung angeschlossen, dann werden die LEDs, also die Stripes, angeschlossen. Weiß ist Minus, rot ist Plus. Jetzt muss nur noch das Mikrofon ins Gehäuse eingebunden werden. Habe das irgendwo in die Mitte gesetzt. Habe da mit einem 9,5er Bohrer reingebohrt, hätte aber einen 9,7er gebraucht. Deswegen musste ich noch mal ein bisschen aufbohren, da das Mikrofon nicht direkt reingepasst hat. Also ich meine, es waren 9,7 mm. Ansonsten Presspassung, so wie es sein soll, kann kein Staub reinkommen, passt, Deckel drauf und der erste Funktionstest und gucken, dass alles funktioniert. So, wunderbar, das Ganze funktioniert. Hier teste ich ein bisschen die Soundeffekte, also habe mit dem Handy die Soundeffekte aktiviert, rede, singe ein bisschen, damit ich sehe, das obligatorische Klopfen auf das Mikrofon oder neben das Mikrofon darf natürlich nicht fehlen und spiele dann halt hier ein bisschen mit den Effekten rum. So, wie gesagt, das hat mir nicht so ganz gefallen, wie ich es gemacht habe. Ich habe das dann so gemacht, dass der Schrumpfschlauch mit dort eingeklemmt wird. Ihr müsst darauf achten, nicht, dass ihr die Lötverbindung kaputt macht, wenn ihr das zu stark knickt. Ich wollte es eigentlich mit einem Kabelbinder machen, hatte aber keinen zur Hand. Deswegen habe ich mich halt hier für die unsaubere Variante entschieden mit dem blauen Isolierband. Und das war es dann im Endeffekt. Das ist das ganze Projekt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Inspiration gefunden. Ihr müsst nicht alles genauso nachmachen, wie ich es hier in dem Video gezeigt habe. Alles, was man besser machen kann, macht es natürlich besser. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch und ein Abo da und macht's gut. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit eurem WLED.